mit Rettungshubschrauber begleiten. Okay. Können wir hinterher fahren? Ja, pass auf, die Drohne liegt hinten. Ja, dann lass es verstemmelt da. Ja, dann. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, meine lieben Freunde, es stehen Neuigkeiten an. Und zwar Neuigkeiten, die wir zum Teil tatsächlich schon gewusst haben, die uns aber auch gleichzeitig so ein bisschen versprechen, dass es eventuell bald neue Updates in Zukunft geben könnte. Und zwar in gar nicht allzu langer absehbarer Zeit. Ja, wovon spreche ich? Und zwar gestern kam ein Artikel raus, beziehungsweise ja, eine kleine Neuigkeit zum nächsten Update. Und zwar das Update 20.000. Das ist natürlich eine heftige Zahl, ne? Eine Rundung, was Besonderes. Wer weiß, ne? Das Jubiläums-Update, ne? Keine Ahnung. Einführung des F9 als neuen Preview-Server ab Update 20.00. Ja, das ist der Teil, den ich meinte, das wissen wir bereits schon, dass F9 der Preview-Server ist, beziehungsweise der Beta-Server oder der Test-Server. Also Test-Server nicht, Test-Server ist nochmal gesondert, was anderes, aber ich sag mal, da wo die Updates vorher einen Tag getestet werden, bevor sie global live gehen, das war in der Vergangenheit jetzt schon öfter so, beziehungsweise immer so gewesen. Seitdem das neue Backend da ist, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit her, war früher zumindest S31, was heute F9 ist, mit zum Teil, ja, der Server gewesen, der immer einen Tag früher alle Updates bekommen hatte. Das habt ihr ja bei mir auf YouTube immer gesehen. Und diesbezüglich ist das jetzt, sag ich mal so, nichts Neues. Auch auf F9 ist der Elevator einen Tag früher schon gestartet. Allerdings bedeutet das auch, das werden wir uns mal gleich durchlesen. Wir haben spannende Neuigkeiten für euch. Ab dem Update 20.000 wird die Spielwelt F9 Fusion 9 offiziell als unser neuer Preview-Server eingeführt. Mit diesem Wechsel habt ihr die Gelegenheit, Updates ganze 24 Stunden vor der globalen Veröffentlichung zu erleben. Das war bisher immer so gewesen. Um den Preview-Server nutzen zu können, müsst ihr am Tag eines Updates einfach folgende URL eingeben: https://sfgame.net/preview. Das ist neu. Diese Internetadresse gab es vorher, soweit ich weiß, nicht. Und das ist jetzt etwas Neues auf jeden Fall. Dadurch gelangt ihr zum neuen Preview-Client und könnt die neuesten Funktionen und Inhalte vor dem globalen Release ausprobieren. Als besonderes Highlight wird am 24.04.2024 die Spielwelt Fusion 9 um ganze 24 Stunden vorgezogen. Das bedeutet, dass alle Events auf dieser Spielwelt einen Tag früher starten und enden als auf den anderen Servern. Nutze diese Chance, um zu den ersten zu gehören, die neue Features und Events ausprobieren können. Also, das heißt natürlich, in circa roundabout einem Monat am 24.04. wird, das haben sie jetzt ja indirekt dadurch gespoilert, Fusion 9, die Spielwelt Fusion 9 um ganze 24 Stunden vorgezogen. Das heißt, am 24.04. wird höchstwahrscheinlich ein Update ausgerollt, und zwar Update 20.000, was an dem Tag dann halt erscheinen wird. Ja, das könnte natürlich alles jetzt sein. Also das könnte wirklich alles sein. Ich gehe mal persönlich von aus, dass es eventuell das Expeditionsevent ist, was jetzt hier vorher auf den Server ausgerollt wird, bevor es global auf jeden Server erscheint. 100% sicher bin ich mir da aber nicht. Wir können dann nur spekulieren, was in Zukunft auf uns wartet. Es könnten auch komplett neue Content-Updates sein, die wir bisher noch nicht so auf dem Schirm gehabt haben, die jetzt relativ plötzlich ins Spiel kommen. Das kann auch sein, finde ich aber eher ein bisschen unwahrscheinlicher, da vergangene Updates
jetzt immer vorher getestet worden sind. Sei es auf einem Testserver oder auf einem Live-Server, wie zum Beispiel EU9 mit dem Expeditionsevent, ne? Oder auf EU7 wurde das, glaube ich, auch schon released einmal zuvor. Und das sind natürlich Sachen, okay, die neuen Updates werden anscheinend jetzt vorher immer getestet. Warum sollten sie jetzt in Zukunft ein Update rausbringen oder releasen, was vorher noch nicht öffentlich war, beziehungsweise noch nicht getestet worden ist, in der Öffentlichkeit? So, ne? Könnten natürlich auch sagen, okay, wir halten das geheim, um den Überraschungseffekt ein bisschen höher zu behalten, so, ne? Dann hat man aber halt eben auf der anderen Seite wieder das Risiko, dass man eventuelle Bugs oder irgendwelche anderen Fehler da riskieren könnte, und das weiß ich auch nicht, ob sie das so machen wollen in Zukunft, weil die Update-Politik hat bisher jetzt in der Vergangenheit was anderes gesagt, und deswegen gehe ich eher von aus, dass wahrscheinlich jetzt dann in einem Monat das Expeditionsevent wahrscheinlich global mit Update 20.000 dann ausgerollt wird, plus eventuelle andere Sachen, die dann noch zusätzlich oben drauf kommen, die jetzt eventuell nicht nur das Expeditionsevent betreffen, sondern vielleicht auch kleine andere Neuigkeiten, die mit dem Update dazukommen. Das werden wir dann halt sehen, wenn es soweit ist. Aber es dauert nicht mehr allzu lange. Shakes & Fidget geht auf jeden Fall so langsam wieder in die heiße Phase, das kann man so sagen, beziehungsweise hat sie nicht mal verlassen. Ja, es kommt ja immer was Neues, ne? Jetzt hatten wir gerade den Elevator gehabt, dann kommt jetzt bald, jetzt stehen wir kurz vor Ostern, kommt die Eiersuche, ja, die gute Eiersuche kommt dann mal, ne? Dann, gefolgt vom Legendary Dungeon zum Ende des Monats, der steht ja jetzt auch bald an, ne? Wo man auch wieder einiges, rausholen kann, wo es neue Legendary Items gibt. Ja, der legendäre Dungeon an sich wird wahrscheinlich wieder überarbeitet. So, der geht ja dann schon wieder 10 Tage. Ja, und dann haben wir es ja schon fast Mitte April dann, ne? Und dann ist es halt auch nicht mehr weit bis zum großen, wahrscheinlich Content-Update. Ich will es fast gar nicht behaupten, weil, wir wissen auf jeden Fall, auch durch die Vergangenheit, da wir ja auch schon Interviews gehört haben vom CEO zum Beispiel, der ja auch gesagt hat, dass definitiv was im Hintergrund in Planung ist, das eventuell aber noch ein bisschen länger dauern kann. Also ich persönlich, wenn man mich jetzt fragen würde, ich glaube, ich würde jetzt nicht von den großen Content-Updates ausgehen, wo man sich jetzt so die Hände über den Kopf zerschlägt und sagt, boah, ist das krass, Alter, darauf habe ich gewartet die ganze Zeit. So, ne? Das glaube ich eher weniger. Ich gehe wirklich mal von aus, wir haben ja Saturn-Event. Ich gehe wirklich von aus, dass es in Richtung Expeditionsevent wahrscheinlich gehen wird, so. Und ich meine, das ist auch in Ordnung. Vielleicht wird es nochmal ein Stückchenweise überarbeitet, vielleicht wird es auch schon direkt so released. Wenn es direkt so released werden sollte, wie es jetzt bisher auf den vergangenen Servern gewesen ist, ich meine, warum sollten sie da jetzt nochmal was ändern? Dann bin ich wirklich extrem gespannt, wie die Quests von dem Expeditionsevent dann im Super Late Game aussehen, auf Accounts, die über Stufe 632 sind, die bereits schon das maximale Gold Cap erreicht haben, und wie sich auf diese Quests mit diesen Chars, die solch hohe Erträge erzielen können, das Goldeinkommen aussehen wird. Ob das in irgendeiner Art und Weise zu vergleichen ist mit dem normalen Abenteuerlust-Geklicke, das wird man dann halt erst sehen. Weil, wenn man sich, sagen wir mal, 100 Alu wirklich hochrechnet und wenn man wirklich Glück hat und fast jede Quest mit 2 Minuten 30 hat, kriegt man ja fast ausschließlich nur 16,5 Millionen Gold. Das muss natürlich auch irgendwo ansatzweise wieder sich widerspiegeln können im Expeditionsevent. Ist dies nicht der Fall, ist für mich das Expeditionsevent sowieso komplett obsolet, weil ich kompletter Goldspieler bin. Wenn das Expeditionsevent, so wie es jetzt war, wahrscheinlich eher so in Richtung XP geht, dann ist es natürlich für XP-Spieler gut, für Leute, die sich im Early- und Mid-Game bewegen, beziehungsweise halt eben, wahrscheinlich auch ein bisschen später so, ne, die dann nachher dann auch die Dungeon-Pause verlassen haben, die gehen
Obwohl die gehen dann nachher schon langsam auf Gold. Deswegen für die dann nachher auch schon bald nicht mehr interessant. Also muss man abwarten. Es ist auf jeden Fall im Moment zumindest alles sehr viel Spekulation. Ne? Ob überhaupt das Expeditionsevent jetzt in diesem Update dann kommen wird, das ist auch fraglich. Aber ja, was ich euch auf jeden Fall garantieren kann, ist, dass sobald wir da irgendwas ansatzweise rauskriegen und wissen, seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die ich darüber informiere. Deswegen, falls ihr es noch nicht getan habt, dann sehr, sehr gute Überleitung, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne hier ein kostenloses Abo auf dem Kanal da, damit ihr in Zukunft auch die folgenden Updates nicht verpasst. Und darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und ist natürlich auch dicker Support, den ihr mir da einfach so kostenlos entgegenbringen könnt. Ne? Deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall für, ja, für alles und ich werde euch definitiv dann halt eben auch auf dem Laufenden halten, wie ein Laufband und ja, darüber informieren, wenn es da irgendwo auch Neuigkeiten gibt. Ne? So, dass der Preview-Server F9 ist, das wussten wir tatsächlich schon vorher. Jetzt keine Ahnung, es wurde, glaube ich, wahrscheinlich noch nie so wirklich offiziell nochmal bestätigt, beziehungsweise wurde jetzt nochmal eine URL dazu hinzugefügt, was wahrscheinlich nochmal so ein bisschen das Ganze untermauert. Und ja, dass jetzt halt eben der Server auf jeden Fall damit gemeint ist und ja, halt einfach jeder jetzt also halt auch eben drauf spielen kann, indem er halt /preview hinten ranhängt und da die Updates auch selbst einen Tag vorher testen kann, bevor sie auf seinem Server den nächsten Tag halt eben auch ausgerollt werden. Ne? Ja, Leute, ich denke mal, genug gesagt, erstmal soweit. Wir hören uns auf jeden Fall, würde ich sagen, morgen wieder in einem neuen Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, beziehungsweise ja, Gedanken dazu, was das sein könnte, wovon geht ihr aus? Das würde mich auch mal sehr interessieren. Was denkt ihr? Was kommt da an dem neuen Update? Vielleicht habt ihr da noch komplett andere Gedankengänge als ich und könnt mich da irgendwo noch auf eine andere Spur leiten. So, ne? Ich bin da jetzt relativ festgefahren, gerade auf Expeditionsevent, aber eventuell irgendwas, was ich ja noch gar nicht so auf dem Schirm habe jetzt gerade im Moment. Ne? Leute, das soll es soweit gewesen sein. Ich werde auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiter Sandlohn einkaufen. Wird definitiv Zeit, die wieder in Richtung 10.000 zu bewegen, ansonsten fühle ich mich sehr unwohl. Ja, und das war es soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.